Hallo, ich bin Claudia und heute zeige ich euch mein absolutes Lieblingskeksrezept nach Oma Vera. Die hat die immer gebacken und ich habe sie geliebt als Kind. Und deswegen mache ich sie heute auch und will euch das Rezept nicht vorenthalten. Meine Zutaten habe ich hier schon vorbereitet. Wir fangen an mit 350 Gramm Haferflocken, 150 Gramm Mehl, da könnt ihr Dinkelmehl nehmen oder Weizenmehl, ganz wie ihr möchtet, ein bisschen Zimt, 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, ihr könnt mehr nehmen oder weniger, also genauso wie euch die Kekse am besten schmecken. Dann haben wir ein Päckchen Backpulver, 2 Eier und ich mache die Hälfte noch mit köstlichen Walnüssen hier aus meinem Garten. Hier im Périgord sind wir ja gerade und deswegen dürfen die nicht fehlen. Butter schmelzen, damit geht's jetzt los. So. Huch, naja, bisschen klein der Topf, aber wenn es geschmolzen ist, das war die falsche Platte, dann nehmen wir doch einfach diese. So. Und jetzt ein bisschen abwarten. Ich liebe ja meinen Gasherd, weil das geht immer alles so schön schnell. Ratzifatzi die Zutaten in die Schüssel. Und jetzt kommt noch die Butter dazu. Ich liebe ja solche Rezepte, wo ich einfach nur alles, alles miteinander vermischen muss, ohne großartig vorher was aufschlagen zu müssen. Jetzt wird es nur noch gemischt. Das ist das absolute Miss Gliss-Rezept. Der absolute Easy-Peasy-Teig, wie ich finde. Deswegen mache ich die auch so gerne, weil es so schön schnell geht. Jetzt forme ich hier mit den 2 Löffelchen ein paar kleine Kügelchen. Löffelchen, Kügelchen, also mit den kleinen Löffeln forme ich Kugeln. Die kommen hier drauf und werden platt gedrückt. Hier Tipp, ihr könnt wunderbar die Löffel immer wieder mit Wasser benetzen, dann bleibt nichts dran kleben und das Ganze geht viel schneller. Ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen Platz hier zwischen den Keksen lassen, da die ja noch aufgehen durch das Backpulver und das Mehl. Und so mache ich jetzt weiter, bis das ganze Blech voll ist. Ha! Das erste Blech ist voll und wandert jetzt direkt in den Ofen bei 200 Grad und dann so 10 bis 12 Minuten. Da würden wir einfach mal gucken, wie gleich die Ränder aussehen und ja, wie knusprig man sie haben will. Und ab damit hier rein. Während die erste Ladung Kekse gerade hier im Ofen vor sich hin backt, mache ich jetzt meine zweite Variante, nämlich mit ein bisschen Walnüssen. Dafür nehme ich aber vom Originalrezept noch mal ein bisschen was aus der Schüssel, damit wir noch sozusagen neutrale Kekse machen können. So, ich würde mal sagen so. Das wird noch mal so ein gutes Blech mit denen. Und jetzt
kommen meine Walnüsse zum Einsatz, die ich hier im Garten selbst gepflückt, wollte ich sagen. Natürlich nicht gepflückt, sondern vom Boden gesammelt habe, getrocknet habe, schon geknackt. Das wollte ich euch ersparen, dass ihr euch das angucken müsst. Die nehme ich jetzt, hacke die. Wusstet ihr eigentlich, dass im Mittelalter mit Walnüssen von den Bauern, mit ganzen Walnüssen bezahlt wurde und dass die Bauern tatsächlich auch ihre Pacht mit Nussöl bezahlt haben, mit Walnussöl? Finde ich total spannend. Hier in Périgord gibt es übrigens auch eine ganze Walnussroute mit ganz vielen Sehenswürdigkeiten, Ölmühlen, Produzenten, Walnusshainen, und man kommt an köstlichen Restaurants vorbei, die köstliches Essen zubereiten. Alles, was mit Nüssen zu tun hat. Super empfehlenswert, kann ich nur euch ans Herz legen. So, lang genug über Nüsse geredet, jetzt werden die Nüsse gehackt. So, kommt, meine Kekse sind fertig, ich muss zum Ofen. Da ist die erste Ladung, sieht ziemlich knusprig aus, würde ich sagen. Ich muss mich noch ein bisschen mit dem Ofen anfreunden. Ich habe ihn jetzt ein bisschen runtergestellt auf 180 Grad, die nächsten machen wir bei 180 Grad. Ich stelle das Blech jetzt erstmal hier zum Abkühlen nach hier vorne. So. Weil ich will ja mit meinem Walnussteig fertig werden, genau. Walnüsse sind gehackt, kommen hier in den Teig. Das ist doch schon mal super. Direkt nochmal alles vermengen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt und was mir gerade so ins Auge schießt? Ich habe noch ein paar Rosinen übrig. Die packen wir noch dann ein bisschen mit dazu und dann ist da noch so ein bisschen Frucht mit drin. Finde ich mega. Auch wenn ich sie euch vorher nicht gezeigt habe, war ja jetzt wirklich eine sehr spontane Idee, finde ich Rosinen sehr, sehr passend dafür. Die kommen jetzt hier mit dazu. Der Teig ist überhaupt sehr individuell, kann man den gestalten. Ihr könnt da Cranberries reinmachen, ihr könnt klein geschnittene, also in Würfel geschnittene Äpfel reinmachen, ihr könnt Kakaopulver dazu tun. Also das ist wirklich ein Rezept, das so individuell ist, wie ihr Lust und Laune habt. Jetzt packe ich von dem Blech die Kekse auf einen Teller und dann können wir die nächsten in den Ofen schieben. Bis gleich! Das letzte Blech ist jetzt im Ofen. Das ist jetzt die Ausbeute der beiden anderen Teige. Also hier einmal die neutralen, hier die mit den Rosinen und den Walnüssen. Und ich fühle mich gerade wirklich wie in meine Kindheit zurückversetzt. Ich könnte wie das blaue Krümelmonster jetzt sofort alle Kekse auf einmal essen. Ich werde aber auf jeden Fall mal in einen reinbeißen. Mega, wisst ihr, was ihr noch machen könnt? Kokosflocken stelle ich mir auch noch ganz grandios vor. Und immer noch ein bisschen was Säuerliches rein. Also, wie ich schon gesagt habe, da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Macht das Grundrezept, baut es aus, wie ihr Lust habt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Miss Gliss.